Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 2002er Clio V6 von Renault Sport und ich zeige euch, warum es für mich die Definition von einem Kompaktsportler ist. Wir stehen hier neben einem Clio mit einem V6. Das klingt schon ein bisschen merkwürdig. Es wird allerdings noch viel spannender. Und deswegen schauen wir heute uns erst das Design, dann die Technik, den Innenraum an und fahren mal eine Runde mit einem Sechszylinder Clio. Und was hat man so fürs Geld eigentlich bekommen, wenn man bereit war, 40.000 € für einen neuen Clio auszugeben? Und vor allem ein Clio, das ist doch so das Lieblingsauto aller Studentinnen. Günstig zu kaufen, günstig zu fahren, da passt viel rein. Und der war halt teuer. Und ist schwer zu fahren. Und es passt nicht viel rein. Und vor allem auch meine erste Aussage war schon falsch. Kompaktsportler, Hot Hatches. Da denken jetzt alle an den GTI, Astra OPC, irgendwie sowas. Aber wir sind ja gar nicht in der Kompaktklasse. Wir haben hier einen Kleinwagen, der deutlich unter 4 Meter ist. Und dann muss man sich mal überlegen, was war die Idee von Renault, als sie 1998 die Studie vorgestellt haben. Sie dachten sich, wir nehmen den Clio, der normalerweise hier einen Motor hat, diese Achse antreibt, einen sanften Vierzylinder hat und wenig kostet. Und wir werfen den Motor hier raus, nehmen das Größte, was wir haben, nämlich den Sechszylinder, packen das hinter die Leute als Mittelmotor, treiben die Hinterachse an und machen ihn entsprechend breit. Und das Interessante ist, die Leute damals auf der Messe in Paris haben gesagt, oh ja, gib mir das, ich brauche unbedingt so ein Clio. Ja, und dann waren wir so ein bisschen überrascht, wer baut denn sowas, wie kriegen wir sowas hin? Ja, da gibt es einen Mann, einen Tom Walkinshaw, ein Brite, der in Schweden ein Werk hat, um Autos zu bauen. Und ja, man kennt ihn aus Tourenwagensport, auch in Le Mans war er unterwegs. Und ja, die Kollegen in Schweden haben dann die Umsetzung von dem ganzen Projekt gehabt, beziehungsweise ja, Renault hat alles fertig entwickelt und da wurde das Ganze gebaut. Diese Phase 1 hier. Die Phase 1 gab es von 2000 bis 2002. Dann gibt es auch noch eine Phase 2, die deutlich weiterentwickelt wurde. Aber dieses Auto, so wie es hier steht, man sieht es eigentlich auch schon an dem Backen. Es ist tatsächlich so ein bisschen so eine Frankenstein-OP passiert und das ist am Ende dabei rausgekommen. Das Konzeptfahrzeug wurde direkt gebaut und das Ganze 1674 Mal. Und 47 Mal. Und in Deutschland sind tatsächlich ungefähr 130 davon zugelassen worden, 127 davon in Silber. Das heißt, die Phase 1 hat man sehr viele silberne Fahrzeuge. Die Phase 2, da war dann die Werbefarbe blau. Das finde ich persönlich auch ganz passend, weil die Phase 2, die es von 2003 bis 2005 gab, ja, die wurde bei Alpine in Frankreich gebaut. Und da bei Alpine natürlich die Farbe blau ist, passt es auch sehr gut, dass die Phase 2 alle in blau sind. Die sind halt silber. Sie sind aber beide gleich abgefahren. Und dieses Abgefahren merkt man zum Beispiel hier ganz gut. Ich habe den Scheinwerfer von dem Clio und der Clio würde hier aufhören und dann sieht man, nein, dieser Clio hört hier einfach nicht auf. Und man sieht es an beiden Achsen schon, wie sehr er in die Breite gewachsen ist. Tatsächlich ist der Clio über 17 cm breiter geworden. Und 17 cm breiter ist extrem viel. Das heißt, er ist 1,83 Meter breit. Ich habe mir also damals zum Beispiel meinen M5 gekauft, meinen E39. Und der ist 3 cm schmaler. Und dann habe ich da meinen V8 mit 400 PS gehabt. Und dann steht sich dieser Clio daneben und ist breiter. Er ist flacher, er ist breiter geworden. Man hat sogar den Radstand auch einen Tick verlängert. Das heißt, hier ist technisch unglaublich viel passiert. Und man muss bedenken, kurze Zeit, man weiß, dass man nicht allzu viele verkauft. Das heißt, hier hat man eben genau dieses Konzeptfahrzeugsthema. Da sieht man zum Beispiel hier ganz gut, jetzt denkt man sich, Türgriff, der ist ja wahrscheinlich so ganz abgefahren, wie bei einem Ferrari oder McLaren heute irgendwie Druckknopf. Wenn man mal runterguckt, ich habe hier im Endeffekt den ganz normalen Clio-Türöffner hier unten drunter. Und in dem Moment, wenn man die Tür aufmacht, sieht man, ich habe eine ganz normale Clio-Tür und dann kommt mein Breitbau-Kit hier ran. Und man sieht auch hier vorne, damit ich die Tür öffnen kann, ist das entsprechend ausgespart. Und wenn man dann hier einmal steht und runter auf den Schweller schaut, die Einstiegsleiste ist quasi auf den Schweller gewandert und ich habe einfach, so ein Stück auf jeder Seite angebaut an meinen Clio. Und das ist tatsächlich etwas, das bekommt man sonst nirgendwo. Und wenn man dann an der Seite daneben steht, dann denkt man sich, ja, es ist tatsächlich kein Kompaktwagen, sondern ein Kleinwagen. 3,84 Meter ist er lang und das ist ihm halt geblieben. Dafür hat er jetzt halt hier diese Lufteinlässe und Ähnliches bekommen. Und wenn ich hier reinschaue, sehe ich schon, ja gut, Rückbank ist tatsächlich jetzt nicht mehr vorhanden. Man hat den Radstand so weit gestreckt, wie es irgendwie geht. Das heißt, hier hinten den Überhang habe ich quasi nicht mehr. Die Hinterkante von meinem Rad ist ja genau da, wo meine Rückleuchte ist. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Die Felgen sind von OZ, erinnern mich an die Super Turismo. Vielleicht sind es sogar welche, auch 17 Zoll. Damals auf dem Clio ist natürlich eigentlich eine unvorstellbare Größe. Aber allgemein dieser Breitbau, ich meine, wir alle haben uns gefreut, dass der M2 zum Beispiel rausgekommen ist und dachten, jetzt kommen mal hier diese breiten Backen. Ja, und allein schon, wie man
sieht, wie dieses Kit hier drauf gespackt ist. Sozusagen. Da wird jeder Rocky Bonnet Umbaufahrer irgendwie neidisch, dass man sowas ab Werk bekommen hat. Und dieser Mut irgendwo, das ist das, was genau diese Zeit ausmacht. Einfach mal zu sagen, ja, wir haben an sich ein Konzeptfahrzeug, die Leute wollen das haben. Ja, dann bauen wir es halt einfach. Da sieht man auch hier hinten, wie die Rückleuchten tatsächlich so richtig eingebaut sind in den Schweller. Und die Abgasanlage kann ich halt hier einfach mal sehen. Ja, warum auch nicht? Ist ja an sich ganz praktisch, hier mal direkt mit im Blick zu sein. Dann sieht man auch nochmal Clio V6 und Renault Sport steht mit drauf. Also auch nochmal um zu betonen, das ist kein ganz normaler Renault. Und das merkt man auch in dem Moment hier in der Mitte der Raute, kann ich meinen Kofferraum öffnen. So. Das ist mein Kofferraum. Das ist natürlich super praktisch. Also wenn ich hier so einen zusammengefalteten Zettel habe, so, Kofferraum ist voll tatsächlich. Und man muss auch bedenken, alles, was man hier hinten hinlegt, wird logischerweise ja die thermische Belastung vom Motor abbekommen. Jetzt denken sich alle, ja gut, hier hinten ist der Motor, da kommen wir gleich dazu, das ist die Technik. Dann habe ich doch vorne garantiert total viel Platz. Kann man das öffnen? Ja, natürlich. Das heißt, einmal tatsächlich hier den Clio-Türgriff, muss man immer bedenken, man kann auch hier normal unter das Auto fassen. Sehr spannend. Und dann haben wir natürlich vorne die ganz normale Entriegelung. So, und dann haben wir hier vorne noch diese Ablagemöglichkeit. Und tatsächlich gibt es eine Kofferraumangabe für den Clio V6. Das heißt, kombiniert habe ich 112 Liter Kofferraumvolumen. If, therefore, you have some shopping, what I suggest you do is throw it away. Das ist also nichts. Und hier vorne muss man bedenken, das ist eine Motorhaube im klassischen Sinne, also normale Clio-Technik. Das heißt, alles, was hier drin liegt, kann theoretisch nass werden, weil natürlich hier an den Seiten und auch hier von vorne das Ganze jetzt nicht zu 100% abgedichtet ist. Ich würde also nicht empfehlen, ja, irgendetwas länger hier liegen zu lassen. Diese Schale ist natürlich komplett neu, auch mit diesen Schnellverschlüssen. Und zu diesen Schnellverschlüssen kommen wir gleich hinten, denn wir haben jetzt endlich das Thema rund um Platzangebot bzw. Kofferraum abgeschlossen. Und dann können wir auch einmal wieder nach hinten gehen und uns die Technik anschauen. Und das ist, was das Auto besonders macht. Wobei es ist eigentlich egal, an welcher Ecke. Man schaut rein und sieht den Renault Sport-Schriftzug. Aber diese Tür mit dem Lufteinlass, das ist einfach Respekt an die Leute, die auf der Messe standen und gesagt haben, wir wollen das haben. Und noch viel mehr Respekt an Renault, die gesagt haben, okay, wir machen das. Respekt auch an die Jungs in Schweden, die es gebaut haben. Oder dann später bei Alpine. Weil diese Konstruktion ist halt tatsächlich... einen großen Motor reinzubauen ist eins, aber einen großen Motor nach hinten zu bauen und einfach alles in dem Auto zu verändern, das ist tatsächlich die Besonderheit. So, und dann gucken wir uns doch mal an, wie wir hier kommen. Das heißt, wir haben hier oben eine Abdeckung und wenn wir die abgenommen haben, dann sieht man darunter eine zweite Abdeckung. Bei der ist es vor allem spannend, wie sie von unten aussieht. Das heißt, während ihr jetzt seht, wie toll das unten carbonmäßig aussieht, da kann ich hier einmal alle lösen. Und wir sehen, wir haben hier so 8 Schnellverschlüsse, die man einmal alle einzeln öffnen muss. Und wenn man das dann geschafft hat, ja, dann sieht man hier das ganze Glück. So. Und das ist der Moment, wo wir jetzt mitten in der Technik sind. Einmal richtig stehen kann ich hier nicht. Das ist okay. Ja, warum? Weil der Clio ganze 7 cm tiefer ist als V6, als im Vergleich zu den normalen. Und dann lesen wir Renault Sport V6 3 Liter. Das heißt, man ist ins Regal gegangen und da war der Laguna 6-Zylinder und genau den hat man hier hinten hingepackt, samt Getriebe. Was bedeutet das? Gewichtsverteilung, 60% auf der Hinterachse, nur 40% auf der Vorderachse. Das spricht für das Fahrverhalten. Das Fahrverhalten ist halt grenzwertig oder abenteuerlich oder herausfordernd zu beschreiben. Das heißt, es gibt tatsächlich viele Unfälle mit Snap-Oversteer und Ähnlichem. Tatsächlich hat man dann überlegt, okay, wir machen eine Phase 2 davon. Das ist schon das Erste, wo ich sage, mutig, ein Auto, was so speziell ist, weiter zu verbessern und noch mehr Geld reinzustecken, sogar die Produktion zu verlagern. Bei einer Kleinsäge finde ich mutig, weil insgesamt hiervon diese 1600, dann kamen noch ungefähr 1300 von der zweiten Phase dazu. Es wurden unter 3000 Fahrzeuge gebaut. Ja, da wurde noch viel Geld reingesteckt. Da wurde sogar der Radstand nochmal verlängert und es wurde noch ein bisschen was am Nachlauf und Ähnlichem, damit er ein bisschen stabiler fährt, damit er insgesamt ein bisschen mehr Wohlfühlaroma versprüht.
und damit er weniger Leute umbringt sozusagen. Ja, aber das hier ist einfach Concept Car gebaut, irgendwo in Schweden zusammengeklöppelt und das ist einfach die spannende Kombination, die man haben will. Ja, wenn man sich hier umguckt, man sieht halt den Motor und sieht auch, wie voll es ist, beziehungsweise das Auto stand jetzt schon ein bisschen länger und ich kann hier gefühlt immer noch drauf grillen. Es ist einfach unglaublich warm. Das alles geht direkt in den Innenraum, jetzt wo die Abdeckungen weg sind. Das heißt, thermische Probleme sind die Probleme von diesem LX Motor, den wir hier haben, weil einfach die Luft nirgendwo hin kann. Das heißt, es gibt Fälle, wo tatsächlich Zündspulen aufgrund der Hitze versagt haben oder sogar diese Kühlmittelbehälter zerschmolzen sind. Und das ist tatsächlich ein Statement, wenn das Auto sich quasi selbst zerschmelzen kann. Kriege ich dann auch so viel Leistung? Zwar 26 PS und 300 Newtonmeter, die in dem Fall auf 1410 Kilo treffen. Ja, wem das jetzt nicht genug ist, der kann zur zweiten Phase greifen. Der hat dann 28 PS mehr, also 254. Das klingt jetzt nicht nach so viel, aber er dreht über 1000 Umdrehungen mehr. Und vor allem, wenn man dann Zylinderkopf und Co. anschaut, würde man merken, da hat man die Jungs von Porsche mit ins Boot geholt. Und ich habe jetzt eine Theorie bei dem Ganzen. Es gibt viele, die haben die Theorie, Ferraris sind dann gut, wenn sie in der Formel 1 schlecht sind, dann sind die Straßenautos gut und umgekehrt. Ich habe die Theorie, andere Hersteller bauen die besten Autos, wenn es Porsche finanziell schlecht geht. Das heißt Anfang der 90er zum Beispiel, Audi RS2 mit Porsche zusammen, Mercedes 500e mit Porsche zusammen. Dann um den 2000er rum, Zafira A von Opel, Sitzkonzept von Porsche, Motor vom Phase 2 Clio von Porsche. Das heißt, immer dann, wenn Porsche ein bisschen Kohle braucht, werden die anderen Hersteller mit klugen Ideen beliefert sozusagen. Und davon sind zum Beispiel auch welche im Clio gelandet. Finde ich eigentlich eine ganz charmante Sache. In dem Fall ist es halt wirklich die reine Renault-Technik und alles noch ein bisschen hemdsärmelicher, was ihn aber auch irgendwo sympathisch macht. Auch in der Konfiguration schafft das schon auf 235 und in 6,4 Sekunden auf 100. Die Phase 2 dann sogar in 5,8. Also es ist wirklich fix. Normverbrauch 11,2 Liter ist, glaube ich, geschenkt. Phase 2 ist dann übrigens auch ein bisschen schwerer, 65 Kilo, alles ein bisschen gesetzter. Also ist das hier ja die natürliche Form. Und wenn wir jetzt zu Teilekosten, Kaufberatungen und Ähnlichem kommen, das eine ist schon überhaupt mal einen zu finden, der angeboten wird, schwierig. Zahnriemenwechsel bedeutet natürlich einmal alles nach unten raus, weil wie soll ich hier irgendetwas machen? Und wenn ich dann solche schönen Elemente habe, wie zum Beispiel meinen Tankdeckel oder Ähnliches, Ersatzteile dafür zu kriegen, schwierig. Selbst meine Bremsscheiben haben eine eher ungewöhnliche Größe. Also da Originalteile für alles zu bekommen, ist eine Herausforderung. Was auch auffällt, der Teppich hier hinten von meinem Kofferraum ist gar nicht schwarz oder grau, das ist so ein Dunkelblauton. Und diesen Dunkelblauton, den haben wir auch im Innenraum. Und deswegen würde ich schauen, wir haben jetzt genug über Motor und Co. geredet, wir schauen uns nochmal den Innenraum an und dann können wir endlich eine Runde fahren. Und wir sehen uns dann gleich im Innenraum, nachdem ich hier noch meine 8 Schnellverschlüsse, die wir vorher gesehen haben, von meiner Carbonabdeckung, die dafür relativ schwer ist. Ich glaube, das ist einfach diese Riesendichtung, die man genommen hat, die man braucht, um nicht im Innenraum zu viel zu schwitzen. Ja, die mache ich jetzt drauf und dann sehen wir uns vorne. Der Türgriff ist ein normaler Clio und dann muss man hier beim Einsteigen nur darauf achten, dass man wirklich über den Schweller kommt. Und dann noch beim Schlüssel denkt man sich, normaler Clio. Ja, der Rückbankcheck, wenn man mal das Schlüsselloch trifft, ist tatsächlich schnell abgeschlossen. Das ist ein bisschen auch von diesem blauen Teppich, den wir gesehen haben, und ein einzelnes Netz, um hier einfach alles aufzufangen, was man so hat. Und dann kann ich hier schon direkt einmal hinten auf meinen Motor klopfen. Und das ist diese Besonderheit hier. Das Interieur von einem Clio, naja, ein Clio ist halt ein Clio, ist jetzt nicht so unbedingt das Highlight. Ich kann zum Beispiel sagen, oh, ich habe doch eine Klimaanlage, ein Kassettenradio und Ähnliches. Das ist jetzt tatsächlich auch von einem Clio RS, also einem nicht V6, nicht wirklich zu unterscheiden. Abgesehen von ein paar Details, wie zum Beispiel dem Schalthebel. Das ist tatsächlich was Besonderes. Ja, mein Lenkrad ist wahrscheinlich auch aus Sicht von vielen so ein bisschen eine Schwachstelle. Es hat Multifunktion, nämlich Lenken, Schützen und Hupen. Alles andere habe ich weiter nicht. Ich habe dahinter natürlich diesen typischen Renault Bediensatelliten. Aber ja, das ist halt ein richtiges Kleinwagenflair. Das heißt, ich sitze relativ hoch, komme auch nicht weiter runter. Die Sitze sehen schick aus, vor allem mit ihren 3 Streifen, den sie da noch mit drin haben. Aber sind eigentlich viel zu weit, um mir wirklich Seitenhalt zu bieten. Also sehr fix auf der Rennstrecke oder ähnlichem möchte ich da nicht unterwegs sein. Es sind halt so kleine Details, die nett sind, wie zum Beispiel hier auch der Schaltsack ist Alcantara, auch der vom Handbremsgriff und auch hier das in den Türen fühlt sich gut an. Was dann auch gut ist,
Das ist meine Fensterheber, elektrisch, meine Spiegelverstellung, elektrisch und mein Türgriff auch alle in Blau sind. Das heißt, da haben wir keine Blau-Schwarz-Mischung, sondern es ist alles in diesem Blauton gehalten. Auch beim Armaturenbrett findet man das wieder. Das finde ich an sich wirklich eine ganz nette Sache. Aber es bleibt heute ein Clio. Was jetzt nicht unbedingt verkehrt ist, aber ein Clio war an sich ein sehr günstiges Auto, vor allem für jüngere Menschen und ähnliches. Und der hier war tatsächlich ziemlich teuer. Beim Kombi-Instrument, auch da sieht man nochmal prominent Renault Sport. Direkt unter Renault Sport ist dann direkt die Motorkontrollleuchte. Ich hoffe, das ist kein negatives Zeichen. Und das Ganze ist von Sagem hergestellt. Davon kannte ich auch nur Mobiltelefone, aber ja, bei französischen Autos findet man manchmal diese Sagem-Kombi-Instrumente. Das Ganze hell hinterlegt, finde ich ganz gut. Sowas wie eine Öltemperatur wäre ganz praktisch für alle, die sportlich fahren wollen. Hat man hier allerdings dann nicht. Lüftungsdüsen ist dann in richtigen Positionen, dass ich hier oben dann nochmal sowas wie eine Uhrzeit sehen kann. Das wirft eigentlich alles soweit keine Fragen auf. Hier unten ist auch eine Zentralverriegelung. Keine Besonderheiten. Besonderheit ist dann eher, dass ich hier in der Mitte mein Warnblinklicht-Hebel habe oder Schalter und direkt dahinter steht nochmal Renault Sport Clio V6 und das ist die Nummer 1315. Also von den etwas über 1600, die gebaut wurden, ist das einer der ziemlich späten, die mit vom Band gelaufen sind. Der Spiegelgelenk dann wieder mitten im Nichts, weil ich keine Assistenzsysteme habe. Der Himmel ist aus einem Material, was einem sehr günstigen Clio auch gut zu Gesicht stehen würde, aber nicht diesem hier. Auch hier diese unverkleideten Ablagefächer. Wir schauen uns auf jeden Fall nochmal einen normalen Clio an, um zu zeigen, was kriege ich denn so für wenig Geld. Weil das hier ist ein Sammlerfahrzeug, der besonders ist und auch vor allem besonders gefahren werden möchte. Von daher, ja, Platzangebot habe ich natürlich genug, weil hinter mir muss ja nur noch der Sechszylinder irgendwo auf Platz finden. Von daher würde ich sagen, wir schrauben jetzt hier mal ein paar Kameras dran und dann schauen wir mal, wie dieses Fahrgefühl ist. Weil alle sagen ja, das Auto will dich einerseits umbringen, andererseits ist es ein sehr eigentümliches und spaßiges Fahrgefühl und das fangen wir jetzt mal zusammen ein. So, wir starten jetzt unsere Fahrt und dabei fällt es mal auf. Ja, voller Lenkeinschlag, über 13 Meter Wendekreis. Also mit Kleinwagen hat das nicht mehr viel zu tun, aber der Sound von hinten entschädigt einfach für alles. Denn man könnte jetzt viele Sachen sagen, die einem beim Clio Renault Sport V6 nicht gefallen. Aber nein, die sind keine Worte nötig. Dieser Gedanke, uns umzusetzen und jetzt tatsächlich drin zu sitzen und zu fahren. Ich kann mir das auch vorstellen, wie die ersten Kunden im Jahr 2000 sich dachten, echt, die haben das wirklich gemacht. Und dann lenkt man und merkt, oh, Seitenneigung ist deutlich mehr als gedacht. Da hebt er sich deutlich mehr raus, weil man sieht diesen Breitbau und denkt, der muss doch sehr hart, sehr flach in sich sein. So, nein, er neigt sich da schon hier und da so ein bisschen. Das ist tatsächlich so ein bisschen ja, anders als erwartet. Und dieser Charakter, ich meine, das ist der 5. Gang, so bei ja, 80. Ja, und dann tippt man das Gas an. Das klingt halt einfach richtig gut. Auch die Schaltung, ja, also man merkt schon, es ist jetzt nicht direkt aus dem Sportwagen, sondern es kommt halt da irgendwo aus der Großserientechnik. Das heißt, die Wege, vor allem wenn ich jetzt hier zum Beispiel in die 3 gehe, da komme ich mit meiner Hand fast hier vorne an die Mittelkonsole. Das ist jetzt alles nicht super genau zum Beispiel. Das ist aber auch wieder egal, weil der eigentliche Punkt ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal so minimal mein Fenster nach unten mache, ein bisschen langsamer bin, einfach nur so dieses. Und dieses Geräusch, wie er neben mir anfängt zu atmen, der Motor, und wir dann schneller werden. Und so langsam war das jetzt eigentlich auch gar nicht. Aber ja, tatsächlich, ihr sollt mich ja ein bisschen mehr holen, machen wir das nochmal hoch, aber dieser Sound von den, ich habe ihn immer.
Und dann kann doch niemand mehr sagen, ja, ich habe mein Fenster offen oder irgendwas. Nein, der Motor ist einfach hinter mir. Er ist mit mir in einem Raum. Das heißt, ich bin nicht irgendwie räumlich getrennt. Ich sage nicht, meine Freunde sind auf der Rückbank. Nein, meine Freunde sind nicht auf der Rückbank. Auf der Rückbank sind meine 226 besten Freunde in jeder Situation. Gleichzeitig, ich meine, wir zusammen fahren ja ein paar Autos, beziehungsweise ich für euch, und ich sage euch dann was. Und es gibt so Autos, die haben 400, 500, 600 PS, die steige ich ein und dann gebe ich Gas und es ist okay. Und es gibt so Autos, die haben nur 200 PS und man hat so eine gewisse Ehrfurcht schon vorher. So eine Angst ist jetzt vielleicht ein zu großes Wort, aber so einen gewissen Respekt, den man einfach aufbaut. Und dann ist man zum Beispiel hier in einem Kreisverkehr, wenn man mal so durchfährt, dann merkt man, GTI, geh mir aus dem Weg. GTIs sind wirklich langsam im Kreisverkehr. Dann merkt man halt einfach, da vorne ist kein Gewicht. Und jetzt drückt es ihn so insgesamt so ein bisschen nach außen. Und jetzt tatsächlich gehe ich jetzt vom Gas, habe ich dann Snap of Oversteer. Von daher schwingt da immer so ein bisschen die Angst mit sozusagen. Oder einfach dieser Respekt vor dem Auto. Aber immer sobald man ein bisschen freien Lauf hat, dann also dafür gibt es wahrscheinlich auch adäquatere Worte im deutschen Sprachschatz, die das beschreiben. Es ist spektakulär, fulminant, welche Akustik mir da präsentiert wird. Aber im Endeffekt, es ist einfach richtig, richtig geil, was dieses Auto abfeiert. Und dann wird das Tempo auch rein sekundär. Das heißt, wenn ich so ein Auto hätte, würde ich damit wirklich schnell fahren? Nee, weil ich Respekt hätte. Aber ich komme im dritten raus, baue hier bergauf Leistung auf. Und dann fährt man auf einmal auch schon wieder 100. Also das heißt, das geht fix und das Auto ist so schnell, wie es sein muss. Das heißt, will ich mehr Leistung haben? Nein. Kann ich viel mehr Spaß haben? Nein. Das heißt, ich sitze zu hoch. Das Auto, wenn ich lenke, ist mir eigentlich zu weich. Das Gefühl von meiner Schaltung ist mir so ein bisschen, als ob ich Spätzle machen möchte. Und ich bin nur neingeschmeckter Schwabe. Also eigentlich will ich gar keine Spätzle machen, aber das ist mir in dem Moment völligst egal. Weil ich mir einfach nur denke, es macht Spaß, einfach diesen Sound irgendwo mit dabei zu haben. Und dann denkt man sich, Ortschaft will ich eigentlich gar nicht. Weil in der Ortschaft fällt dann wieder auf, man hat zwar einen Clio, aber der ist über 1,80 breit und hat den Wendekreis von einem Schulbus. Das heißt, wenn ich jetzt versuche hier abzubiegen, dann bin ich tatsächlich beim vollen Lenkeinschlag. Und wenn ich dann bei netten Leuten in der Einfahrt versuche zu wenden, dann, ach du je. Also so weit wollte ich noch nicht mal hier rüber. Es ist tatsächlich einfach... Ja, also auch Jeremy Clarkson meinte damals, das Leben mit einem Clio V6 ist ja ein Leben aus so 3-Punkt-Wendemanövern. Oh, and it's the least maneuverable car on the road. Oil tanker captains have been heard to say that their ships have the turning circles of Clio V6s. Life in this is a never-ending stream of 3-point turns. Und echt jetzt, ich komme nicht vor der Mülltonne rum. Manchmal sind es auch 4-Punkt-Wendemanöver. Also das ist tatsächlich keine Übertreibung. Und das alles nur, damit wir nicht durch die Stadt müssen, sondern wieder über die Landstraße zurück. Dann was waren nochmal die negativen Eigenschaften von dem Auto? Ach, der Kofferraum war klein, ich habe es vergessen. Also es geriet einfach alles in den Hintergrund. Ich kann mir halt nicht so richtig vorstellen, wer diese 2935 Verrückten waren, die gesagt haben, ich bestelle mir einen Clio V6, also ein Clio für über 40.000 €, der im Innenraum, wenn ich die Klima ausmache, zum Sterben heiß wird und ähnliches. Aber höchsten Respekt an diese Menschen und hat noch viel mehr an Renault, dass man sowas gemacht hat. Und man kann auch alles über französische Autos sagen. Das kann man sagen, ja, es ist doch ein Laguna V6, der ist doch bestimmt träge und noch irgendetwas. Was? Weil
das interessiert dich nicht, wenn du mit diesem Auto fährst. Das heißt, es gibt ja immer dieses, ja, triff nicht deine Helden und irgendetwas, aber dieses, ja, jetzt hier, ich merke, die Vorderachse sagt mir nicht, was sie macht. Bei der Hinterachse weiß ich nicht, wann sie kommen und der Respekt vor dem Auto, das ist auf jeden Fall angemessen. Aber dieser Spaß dabei. Ein Auto, was sich schwer beschreiben lässt, was mir natürlich das Leben jetzt ein bisschen schwer macht, bei euch das Ganze zu beschreiben. Dafür sind die Videos da. Aber ich denke, man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür, was dieses Ansauggeräusch leistet und wie es einfach nur Spaß macht, mit diesem Fahrzeug zu fahren. Und dass es halt auch so ein Auto ist, dem man alle seine schlechten Eigenschaften, ja, gerne mal nicht so krumm nimmt, sondern sich einfach drüber freut und dann merkt, wie leicht das Auto vorne ist. Und auch immer so ein bisschen merkt, wo die Masse vom Fahrzeug ist. Ich finde es phänomenal. Das ist tatsächlich so eine Kategorie von Fahrzeug, die für sich steht. Es ist damals ein Beetle RSI gekommen, der klingt ähnlich gut, aber er ist halt viel sicherer und gibt dir dadurch nicht dieses Gefühl, und er hat nochmal das Doppelte gekostet und das macht einfach Spaß. Ja, dann noch zusätzlich ein Autowerten, damit wir das jetzt auch noch haben. Wenn ich also bei 100 unterwegs bin, bin ich bei 2250 Umdrehungen, für alle, die es interessiert, so zum Thema Verbrauchssparen fahren. Übersicht nach vorne ist natürlich super, nach hinten auch. Ich habe auch keine Kopfstützen, die mir im Weg sind. Muss man ja auch mal positiv sehen an der Stelle. Nur, ich muss auch wissen, wo ich hinfahre, denn man braucht 4 Züge, um irgendwo zu wenden, einzuparken. Auch muss ich bedenken, dass hier, wo meine Tür ist, beziehungsweise meine Scheibe, hört die Tür gar nicht auf, sondern das Auto kommt dann noch so ein Stück in der Breite. Da sollte ich mir also auch zum Ein- und Aussteigen immer Platz lassen. Und ich brauche meinen Schlüssel, um den Tankdeckel aufzubekommen. Alles solche kleinen Besonderheiten, aber dieses Auto macht mich persönlich einfach nur glücklich. Und dabei muss ich auch sagen, Restkomfort ist durchaus vorhanden. Er ist ziemlich laut, dadurch, dass der Motor in dem ist. Aber vom Fahrwerk muss ich sagen, geht das ganz gut. Also ich hoppel hier nicht durch die Gegend, was bei so Autos mit kurzem Radstand immer eine ganz große Gefahr ist, sondern das geht ganz gut. Ja, also, er ist ein bisschen bequemer, aber er ist laut. Lenkung ist, Getriebe ist, aber mir ist alles egal, weil ich sehe schon wieder, da ist so ein Schild. Da ist eine Zahl, die ist durchgestrichen und das Schild an sich ist weiß. Und das bedeutet, ich kann noch mal so ein bisschen Ansauggeräusch sammeln. Also, ich glaube, die Fragestellung, ob das Auto Spaß macht oder nicht, wäre hiermit beendet. Dann kümmern wir uns jetzt noch um den Car Ranger Score und dann leider muss ich dich auch schon wieder abgeben. Der Clio V6 holt jetzt ein bisschen Luft, denn er ist gerade seinem Erzfeind begegnet. Ja, und das war nicht mein rechter Fuß, sondern Regen. Oh, das heißt, er sammelt Insekten auf an Stellen, wo andere Autos garantiert keine Insekten aufsammeln. Und ja, bei den Witterungsverhältnissen möchte man ihn eigentlich nicht fahren. Aber er hält alles, was er vorher versprochen hat. Motorkonzept völlig verdreht. Auch die Antriebsachse verdreht. Ich habe hier einen Schweller bzw. ein Breitbauket, was an meiner Tür dran ist. Und er ist 17 cm breiter als ein normaler Clio V6. Alles ist ja anders. Und ja, die Thermik von dem Auto ist tatsächlich auch so eine Besonderheit. Von daher schade, dass uns das Wetter jetzt so ein bisschen im Stich lässt. Aber der Clio definitiv nicht. Weil man hat ja vorher immer so ein bisschen Erwartungen. Und viele von uns, mich eingeschlossen, wir sind ja so die Gran Turismo Forza-Generation. Wir haben in irgendwelchen Videospielen Autos gesehen, die soll es geben.
Und da hat man sowas wie den Lotus Omega abgehakt. Und jetzt haben wir sowas wie den Clio V6 auch abgehakt, zusammen mit dem Beetle RSI. Weil das ist so die Generation, wo Hersteller gesagt haben, ja komm, wir buttern einfach mal alles rein. Spannend da ist, der Beetle RSI hat neu das Doppelte gekostet von dem Clio. Der hier fährt noch ein bisschen spannender, weil er ein weniger Sicherheit vermittelt und dir immer sagt, ja, ich entscheide, was passiert und nicht du. Egal, ob es jetzt das Waagegefühl beim Lenken, beim Schalten und Kurs, aber er macht einfach nur glücklich. Von daher, ja, never met your heroes heißt es ja immer, aber bis jetzt muss ich sagen, doch. Die Heroes, die wir getroffen haben, die halten eigentlich immer das, was sie tatsächlich auch versprechen. Ja, im Car Ranger Score hat das natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt so nach einem Clio V6 suche und dann noch so ein bisschen meine Anforderungen habe und dann so sehe, 40.000, 50.000 Euro wollen die Leute dafür haben. Für einen 20 Jahre alten Clio. Dann macht das natürlich rein rational überhaupt keinen Sinn. Wenn man es wieder mit einem Beetle RSI vergleicht, der ist heutzutage das gleiche Wert und damals das Doppelte gekostet, war ich gar nicht so unclever. Aber so viel Geld für einen alten Clio, von daher gibt es da nur 3 Punkte für die Anschaffung. Beim Unterhalt wird es ein bisschen besser, da kriegt er 4. Verbrauch kann ich sicherlich, wenn ich mich mal ein bisschen zügel, irgendwo so bei 11 Liter einpendeln. Aber es gibt halt sehr, sehr viele spezielle Teile. Und angenommen, ich habe jetzt hier zum Beispiel was in meinen kunststoffverstärkten Türen. Das kann ganz schnell mal teuer werden. Von daher hat er nur die 4 verdient. Platzangebot. Auch da gibt es nur 2. Ich habe keine Rückbank, ich habe quasi keinen Kofferraum. Da vorne will ich jetzt nichts drin liegen haben, weil es kann nass werden. So nass, dass es einen extra Ablauf dafür gibt. Von daher, ja, diese Kopfwerte sind einfach nicht seine Stärke. Beim Komfort sieht es tatsächlich besser aus. Er kriegt ganze 5. Er ist laut, aber er ist tatsächlich weicher als gedacht und lässt sich abgesehen vom Wendekreis eigentlich auch ganz gut fahren. Highlight für den Kopf wäre natürlich der Verkauf von so einem Auto. Angenommen, ich habe ihn damals gekauft, ich habe rund um die 40.000 Euro bezahlt und die ist er jetzt immer noch wert. Das ist natürlich traumhaft und das sieht auch für die Zukunft so aus. Und eine gewisse Nachfrage ist da einfach, weil jeder kennt noch so diese Fahrzeugauswahl und denkt sich, oh ja, ich bin heute mutig, ich nehme heute den Clio V6. Und sowas mal in Realität zu haben, das ist natürlich toll. Daher 8 Punkte an der Stelle und 22 Punkte insgesamt für meinen Kopf. Sehr, sehr unvernünftig. Aber ja, allein schon, dass ich spüre, wie hier die Luft in Bewegung ist, macht ihn doch einfach zu einem Auto, was ich von Herzen wegen haben möchte. Deswegen kriegt er beim Design ganze 8. Ein normaler Clio der 2. Generation würde vielleicht ein bisschen weniger bekommen. Aber wenn ich alleine sehe, wie er hier vorne breiter geworden ist, wie er hinten breiter geworden ist, wie ich ja, die Renault Sportfarben auf dem Sitz sehe, da geht so ein bisschen mein Herz auf und der verdient sich die 8. Beim Thema Fahrspaß gibt es 10 von 10. Und ja, er ist gefährlich und ja, er ist jetzt nicht super, super, super schnell. Aber Fahrspaß definiert sich aus meiner Sicht an Mundwinkeln. Und es gibt wenig Autos, die mich in letzter Zeit oder insgesamt mal so glücklich gemacht haben. Da ist er ganz vorne mit dabei. Bei der Ausstattung, ja, da hat er sich jetzt solide 3 Punkte verdient. Ich habe eine Klimaanlage, elektrische Fenster. Reicht auch. Mehr will ich ja. Was will ich hier mit irgendwelchem Schnickschnack und Shishi denn noch anfangen? Dann kommen wir zu unserem geliebten Thema Klang. Und beim Klang gibt es natürlich 10 von 10, weil mehr geht einfach nicht. Das ist das Maximum, was irgendwo machbar ist. Und das auch nur, weil es direkt von hinten kommt. Ein echtes Highlight, genauso wie der Regen. Und jetzt zu guter Letzt haben wir noch das Image. Und beim Image, ja, ich greife ein bisschen zu tief in unsere Kiste, aber ich gebe ihm ganze 9. Weil 9 von 10 Leuten gucken vorbei und merken nicht, was das ist. Und alle anderen knien nieder und bewundern, dass es ein Clio V6 ist. Und das ist einfach beeindruckend. Das Video ist vorbei. Der Clio ist wieder kalt und der Regen wird stark. Wie gefällt euch dieses Auto? Und was gibt es noch, was man damit so vergleichen sollte? Insgesamt hat es jetzt wohlgemerkt auf 62 Punkte geschafft, bevor ich vergesse, euch das zu sagen. Ja, das war's. Wir sehen uns, wenn es wieder trocken ist. Und euch bis dahin immer gute, sichere Fahrt. Und an alle Clio V6-Fahrer, vor allem bei solchem Wetter, Auto besser einfach stehen lassen. Ciao.